Hallo zusammen. Die Seraphon meines Sohns Theodor sind ein ziemlich bunter Haufen. Manche Minis komplett bemalt, andere zusammengebaut und grundiert, einige einfach nur mit braunem Matsch auf der Base. Vor einiger Zeit fragte er mich, ob ich ihm einheitliche Bases gestalten könnte. Dschungel sollte es werden. Ich wollte nicht einfach nur ein paar Bases gestalten. Es sollte etwas Besonderes werden. Denn bei Theodors Seraphon geht es um mehr als nur Farbe und Bases. Es geht um Motivation und um fertige Miniaturen. Und ganz nebenbei wurde dieses Projekt auch wieder eine kleine Erinnerung daran, wie diese Armee überhaupt entstanden ist. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Theodors Seraphon-Armee ist inzwischen auch schon über ein paar Jahre gewachsen. Und wie das im Hobby eben manchmal so ist, zeigt seine Armee viele unterschiedliche Fertigstellungsgrade. Manches ist nur zusammengebaut, manches grundiert, manches halb bemalt und andere Modelle sind komplett bemalt. Seine 3 Kroxigors zum Beispiel. Oder diese böse feuerspeiende Fernkampfechse. Das Muster hier im Kamm und im Segel hat er sogar selbst entworfen. Trotzdem sind diese Minis nicht komplett fertig. Es fehlen die Bases. Seine allerersten Echsenkrieger hier haben damals noch meine Frau und ich für ihn bemalt. Die Bases bestehen hier aber auch nur aus braunem Matsch. Vielleicht kennt ihr das ja aber auch. Man fängt ein Projekt an, dann kommt wieder etwas Neues dazwischen. Andere Ideen, andere Modelle und dann stehen irgendwie plötzlich viele halbfertige Miniaturen rum. Bei Theodor ist das ähnlich. Er baut unglaublich gern. Aber noch viel lieber spielt er mit seinen Seraphon. Vermutlich auch deshalb, weil er mich damit jedes Mal komplett platt macht. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht bin ich einfach auch nur brutal schlecht in dem Game. Beim Bemalen fehlt ihm dagegen manchmal etwas die Geduld für längere Malsessions. Trotzdem höre ich von ihm immer wieder Aussagen wie: Die Miniatur müsste ich echt mal fertig machen. Halbfertige Modelle sehen irgendwie nicht so cool aus. Besonders deutlich wird das immer, wenn wir zusammen Warhammer 40k spielen und er dann eine meiner Armeen übernimmt. Dann kommt oft: Mit fertig bemalten Modellen sieht das echt schon viel krasser aus. Und ich höre da immer etwas Frustration raus. Und ich glaube, da steckt auch etwas Wahrheit drin. Denn fertige Miniaturen motivieren einfach. Nicht unbedingt eine perfekte Bemalung, nee, sondern das Gefühl, dass etwas abgeschlossen und erledigt ist. Ist ja in anderen Lebensbereichen auch ein gutes Gefühl. Vor einiger Zeit meinte er dann, dass seine Seraphon mal richtige Dschungelbases brauchen. So richtig krasser Dschungel. Er selbst hätte darauf aber ehrlich gesagt gar keine Lust. Also sollte ich das doch übernehmen. Tja, und ich nahm die Herausforderung an. Nicht nur, weil ich selbst Bock auf Dschungelbases hatte, sondern auch, weil ich hoffte, dass seine Armee für ihn dann mehr nach einer fertigen, zusammengehörigen Armee aussehen würde. Nicht, damit er perfekte Miniaturen hat, sondern damit er das Gefühl haben kann, dass in seiner Armee was fertig ist. Damit er selbst sagen kann, diese Miniatur ist erledigt. Tja, Dschungelbases waren nun ja auch nichts, was man für die Tabletop-Welt komplett neu erfinden müsste. Es gibt ja auch viele coole Tutorials im Netz und ja, auch Fertigmischungen, die man sich einfach kaufen kann. Ich wollte ja aber was Eigenes und Besonderes machen. Zur Inspiration schaute ich also erstmal, was ich bisher selbst so in die Richtung gemacht hatte. Zum Beispiel die Waldbases meiner Sylvaneth, hauptsächlich aus Kokosfasern. Hier dann bemalte Aquariumspflanzen oder auch Hügel aus Kork. Oder die Waldbases meiner imperialen Armee. Auch hier hauptsächlicher Bestandteil eben Kokosfasern. Schon cool, aber halt auch eher Waldboden und ich wollte ja auch nicht einfach genau die gleiche Herangehensweise für Theodors Dschungelbases kopieren. Ich habe dann auch noch Fotos von Dschungelböden angeschaut. Ja, und so vielfältig die ganzen Tabletop-Tutorials für Dschungelbases sind, genauso vielfältig ist eben auch die Natur.
Es gibt da nicht den einen wahren Dschungelboden, sondern unglaublich viel Variation. Was sich für mich aber so durchsetzte, waren fruchtbare, warme Brauntöne. Unterschiedlichste Formen, Äste, Blätter, verschiedene Pflanzen und Grüntöne. Das war so in meinen Augen die große Gemeinsamkeit. Beim Überlegen und Schauen, was ich so an brauchbaren Basing-Materialien rumliegen hatte, war mir schnell klar, dass ich mir eine eigene Dschungelmischung kreieren würde. Da hatte ich auch richtig Bock drauf. Einfach mal wieder verschiedene Dinge mischen und schauen, was passiert. Nicht um Geld zu sparen, sondern weil das Experimentieren wirklich Spaß macht. Also mir zumindest. Ein wenig kreative Freiheit ausleben. Also machte ich mich ans Werk. Um die Mischung aufzubewahren, benötigte ich zuerst eine leere, wiederverschließbare Dose. Sowas hier kann man sich kaufen oder man verwertet zum Beispiel auch solche Eisverpackungen. Da war mal Spaghetti-Eis drin. Lecker. Für die Basis der Mischung nahm ich Kaffeesatz, also Zeug, das normalerweise im Müll landet. Ich fand das für die warme, dunkelbraune Dschungelerde einfach perfekt geeignet. Den Kaffeesatz haben wir vorher im Backofen getrocknet. Zum einen, damit die Restfeuchtigkeit rausgeht und zum anderen, dass später auch nichts anfängt zu schimmeln. Für die unterschiedlichsten Formen und Farben der Mischung stellte ich mir dann auch verschiedene Gewürze bereit. Oregano, da haben wir nämlich schon mal Laub. Hier Petersilie, bringt dann auch noch einen anderen Grünton und eine andere Form mit rein. Kamillentee, für ein paar hellere Akzente. Rosmarin, auch sehr interessant in Form und Farbe, wie so kleine Ranken, Äste oder auch Wurzeln. Am Anfang versuchte ich noch, mir genau zu notieren, wie ich die Mischung zusammenstellte. 2 Löffel Kaffeesatz. Nee, besser 3 Löffel Kaffeesatz. Da war der Perfektionist in mir, der sich die perfekte Mischung für später unbedingt protokollieren musste. Kokosfasern kamen auch dazu. 2 Löffel. Auch ein paar grobe Stücke, aber hauptsächlich von dem etwas feineren Zeug. Dann die Gewürze. 1 Löffel Oregano. 1 Löffel Kamillentee. Bisschen umrühren und es sieht irgendwie jetzt schon cool aus. Ein kleiner Hauch Rosmarin. Ein halber Teelöffel Petersilie. Gut schütteln, ganz wichtig. Ich war jetzt schon begeistert. Das Experimentieren, also das Zusammenwerfen von Gewürzen, und das klingt schon irgendwie lustig, aber es hat echt Spaß gemacht. Wenig Aufwand und es sah jetzt schon super aus. Hab's dann hier schon mal testweise bei einer Miniatur draufgestreut. Und das gefiel mir schon mal. Und dann kam das Chaos doch durch und ich verfeinerte die Mischung Pi mal Daumen, so wie es mir gerade in den Sinn kam. Zunächst wollte ich ja auch nur natürliche Materialien verwenden. Aber für etwas kräftigere Grüntöne mischte ich dann noch 2 Grassorten von Army Painter mit rein. Ja, und vermutlich könnte ich durch die Analyse des Videomaterials nun auch ein genaues Mischungsverhältnis aufschreiben. Aber dieses kleine Projekt hat mir dann auch mal wieder gezeigt, dass dies gar nicht notwendig ist. Die Mischung ist vor allem durch Augenmaß und Ausprobieren so geworden. Wenn ich mehr davon brauche, kann ich mir mit den bekannten Materialien auch mehr mischen. Das wird dann zwar nicht die exakt identischen Mengenverhältnisse haben, aber das ist ja auch egal. Die Natur ist auch nicht exakt. Und das war auch mal wieder so eine kleine, befreiende Erkenntnis für den Perfektionisten in mir. Um die Mischung aufzubringen, verwende ich eine einfache Mischung aus Bastelleim und etwas Wasser. Mit Pinsel verrühren, ich empfehle da auch einen kleineren Pinsel, und dann einfach ab aufs Base. Dann habe ich die Mischung drüber gestreut. Tja, und dann kam nach dem ersten Tatendrang die Erleuchtung. Ich hätte das Base vorher besser anmalen sollen, denn nun gab es überall fleckige, kahle Stellen. Also habe ich dann wieder mit Bastelleim versucht, in die Stellen so reinzutupfen und zu bestreuen, aber das nervt halt irgendwie und also besser die Bases vorher bemalen. Da gibt es natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Hier habe ich das Base mit dunklem Triad Bark bemalt.
bei den alten Echsenkriegern war ja bereits eine braune Texturmatsche drauf. Und bei dem hier nehme ich dann hellbraunen Matsch von Vallejo. Ich glaube nicht, dass das später großartige Unterschiede macht. Und ja, getreu dem vorher erkannten Motto, dass in der Natur ja auch nicht alles identisch ist, mussten die Bases hier auch nicht mit gleichen Materialien vorbereitet werden. Wenn alles getrocknet ist, die Texturmasse von Vallejo braucht dann natürlich länger als die Farbe, kommt wieder Bastelleim drauf und ich streue die Mischung drüber. Zur Fixierung des Ganzen habe ich mir dann auch noch eine etwas dünnere Mischung aus Bastelleim, Wasser und etwas Isopropanol gemischt und dann mit einer Pipette auf die Bases getropft. Auch dafür gibt es natürlich vorgefertigte Produkte, die man verwenden kann. Gerade bei den größeren Bases wollte ich aber noch ein paar Details hinzufügen. Da habe ich mir ja mal im Baumarkt solche, ja keine Ahnung wie die heißen, Kunstgrünmatten, whatever geholt. Da kann ich mir einfach immer wieder ein bisschen was davon abknipsen und dann benutzen. Mein erster Versuch mit Bastelleim hier war so semi-geil. Also bin ich dann auch zu Sekundenkleber übergegangen. Aber noch besser funktioniert es mit Sekundenkleber und wenn man sich so kleine Löcher in die Bases bohrt. Da habe ich dann nämlich einfach die Pflanze mit dem Stiel ins Loch kleben können. Die verwendeten Pflanzen hatten natürlich auch wieder den glänzigen Plastiklook. Die hier fand ich aber schon wesentlich besser als die Aquariumspflanzen, die ich damals für meine Silvernef einsetzte. Bei meinen Silvernef musste ich die Aquariumpflanzen definitiv anmalen, weil mir das sonst überhaupt nicht gefiel. Ob ich die hier dann auch noch später anmalen werde, weiß ich noch nicht. Wenn die auf dem Tisch stehen, stört es aktuell noch weniger, aber mal schauen, was Theodor dazu meint. Optimieren kann man ja später immer wieder. Zu guter Letzt dann noch die Bases mit Schwarz umranden und dafür habe ich dann 2 Runden benötigt. Als ich so an den Bases für Theodor Seraphon arbeitete, kam mir automatisch wieder die Erinnerung, wie diese Armee überhaupt entstanden ist. Diese kleine Erinnerung möchte ich hier mit euch teilen. Um nicht zu weit auszuholen, versuche ich es kurz zu halten. Ich war immer eher in Warhammer 40k unterwegs. Meine Frau hatte mehr Interesse an Warhammer Fantasy, Hochelfen. Später dann Age of Sigmar. Joa, und da Stormcast Eternals halt beide nix für uns waren, startete meine Frau ihre Sylvaneth. Ich wollte dann irgendwann auch was anderes für Age of Sigmar und da fiel mir die Start Collecting Box der Seraphon ins Auge. Ja, cool, Echsenkrieger. Also gekauft. Der kleine Theodor war zu der Zeit, oder ja, seit Kindergartentagen, massiver Dinosaurier-Fan. Dino-Spielzeug, Dino-Klamotten, Dino-TV-Serien, Dino-Zug, Dino-Trucks. Er war aber nicht nur ein Dino-Fan und fand Dinos cool. Nee, er konnte auch die kompliziertesten Namen aussprechen, wusste, wie groß die waren, wie schwer, in welchem Erdzeitalter die lebten und was für Fakten er da sonst noch woher auch immer aufschnappen konnte. Ich kam also ganz stolz mit meiner neuen Age of Sigmar Seraphon Start Collecting Box nach Hause. Theodor sieht die Box mit dem riesengroßen Dino unter meinem Arm, springt auf und rennt mit strahlenden Augen auf mich zu. Dabei ruft er: Mama, Mama, der Papa hat mir Dino Warhammer gekauft. Ab da war mir klar, das war seine Armee. Und da sind die Seraphon mit den Dschungelbases. Ich fand die Bases ja schon beim Machen cool, aber sie mussten natürlich auch dem Sohnemann gefallen. Deswegen habe ich mir hier und da auch immer wieder seine Meinung bei den Zwischenschritten eingeholt. Zu meiner großen Erleichterung fiel auch seine Endbeurteilung positiv aus. Auch wenn bei manchen Minis noch nicht jedes Detail bemalt ist oder hier und da in Theodors Worten Bemalfehler sind, so wirkt die Armee direkt viel fertiger, zusammengehöriger. Für Theodor und seine Seraphon ein wichtiger Schritt. Freude, Motivation und auch etwas Stolz. Für mich war es ein tolles Hobbyprojekt, gebündelt mit wertvollen Erinnerungen. Was meint ihr?
Wie findet ihr das Ergebnis? Und wie gestaltet ihr eure Bases? Habt ihr auch schon mit eigenen Mischungen experimentiert? Habt ihr eigene Tipps und Tricks, die ihr teilen möchtet? Schreibt sie in die Kommentare. Ich bin gespannt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Das ist immer ein kleiner Motivationsschub für mich und hilft meinem kleinen Kanal. Um mehr Videos aus meiner Hobby-Ecke zu sehen, freue ich mich auch über euer Abo. Hier wird gebaut, gebastelt, gemalt, in Erinnerungen geschwelgt und was mir sonst so in der Hobby-Ecke einfällt. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben. Viel Spaß beim Werkeln und Ausprobieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.